Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. In dem heutigen Video zeige ich euch wahrscheinlich den härtesten Bug, den man aber legal nutzen kann. Und ja, ich zeige euch den in diesem Video, weil ich darüber selbst noch nicht gesprochen habe. Ich selbst nutze den seit einem Monat. Es gibt den aber schon seit Anbeginn der Unterwelt. Und seitdem her wird dieser Bug von einzelnen Spielern ja, bewusst ausgenutzt, um sich einen enormen Vorteil in der Rangliste zu verschaffen. Und ja, dadurch, dass viele Leute von diesem Bug noch nie gehört haben oder überhaupt wissen, wie dieser funktioniert, ja, werde ich mal in diesem Video darauf hinweisen. Ich werde das Ganze hier auf meinem Battlemage-Account vorführen. Warum? Nicht auf meinem Main, da auf meinem Main das Ganze nicht mehr funktioniert. Dazu kommen wir aber später auf jeden Fall noch. Ich zeige euch erstmal, worum es geht. Und zwar habt ihr ja hier einmal in der Unterwelt die Goldgrube, die ja, stetig Gold generiert, so, ne? Und es gibt einen bekannten Bug, den man ausnutzen darf, weil das Ganze auch Player schon vorgelegt worden ist, denen das bewusst ist, dass dieser Fehler existiert, dagegen aber noch nie was gemacht haben. Als man denen das Ganze vorgelegt hatte, haben sie gesagt, gut, das nehmen wir dann halt so als Feature. Das heißt, ihr dürft diesen Bug offiziell benutzen, ihr werdet dafür nicht belangt, weil das Ganze ein Feature ist und es wurde noch nie was dagegen unternommen. So, worum geht's? Ein, zwei Leute von euch werden es bestimmt wissen, aber es ist wirklich eine sehr unbekannte Thematik, deswegen mache ich darauf aufmerksam. Ja, und zwar, die Goldgrube läuft ja voll immer so, ne? Und bei der Goldgrube gibt es halt so einen Fehler, und zwar ist dieser Fehler, wenn die Goldgrube bis zur Hälfte vollgelaufen ist und man macht dann eine Aktion in der Unterwelt, dann füllt die Goldgrube sich bis zum Vollstand komplett auf. Das heißt, ihr generiert doppelt so schnell Gold wie jemand, der das Ganze nicht nutzen kann oder nicht nutzen wird, weil er gar nicht weiß, dass es sowas überhaupt gibt. Ich demonstriere euch das Ganze jetzt mal. Und zwar haben wir jetzt hier die Goldgrube, die ist bei 14,8. So, der Füllstand ist auf 28 Millionen. So, die Hälfte von 28 Millionen ist 14 Millionen. Was macht ihr jetzt bei diesem Bug? Ihr wartet so lange, bis eure Goldgrube bis zur Hälfte vollgelaufen ist. Das ist wichtig, die muss mindestens bis zur Hälfte vollgelaufen sein. Bei mir im Fall wäre es jetzt 14 Millionen. So, bis dahin dürft ihr keine einzige Aktion in der Unterwelt machen, ansonsten funktioniert dieser Bug/Feature nicht. Ja, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ich habe es lange Zeit, ich nutze den Bug selbst erst seit einem Monat, weil davor habe ich schon mal von gehört, aber ich habe nie richtig verstanden, wie es funktioniert und habe es irgendwann vergessen und nicht mehr nachgefragt. So, ich zeige euch jetzt das Ganze mal anhand einer Aktion in der Unterwelt. Passt auf, das Gold ist jetzt auf 14,8. Wir merken uns das. Wir holen jetzt mal einfach die Abenteuerlust aus der Zeitmaschine ab, um das Ganze mal zu veranschaulichen. So, was ist passiert? Die Goldgrube ist jetzt vollgelaufen auf 28 Millionen Gold. Das ist ein enormer Unterschied, und zwar jetzt nicht nur gerade auf dem Server hier, ja, wo man vielleicht noch nicht ganz so viel Gold farmen kann mit der Goldgrube, wo man im Level noch nicht so weit vorne ist und eventuell die Goldgrube noch nicht so hoch ist, aber auf meinem Main wäre das ein enormer Unterschied, wenn das da funktionieren würde. So, was ist das Problem? S31 macht seit Monaten, ich zeige euch das Ganze mal jetzt mal, ich mache mal hier eine Aktion in der Unterwelt. Nichts ist passiert. So, das liegt daran, dass dieser Bug funktioniert auf allen euren Servern, auf jeden einzelnen Server, auf den ihr spielen solltet. Es sei denn, ihr spielt auf S31, wo mein Main angesiedelt ist. Ja, dort funktioniert dieser Bug nicht mehr. Es wurde letztes Mal die Version 10.1 aufgespielt auf alle Server. Und ihr habt ja bekanntermaßen bestimmt gehört, dass der
Speed-Server mit dem S31-Server irgendwie zusammenhängt, da das über die gleiche Hardware läuft. Ja? Und jetzt wird sogar vermutet, dass der Speed-Server Schrägstrich auch S31 jetzt schon mit dem neuen Backend laufen, was für den Beta-Server angesiedelt ist. Denn auf dem Beta-Server passieren genau die gleichen Fehler, die auf S31 passieren. Ja, und die auch auf dem Speed-Server passiert sind. Deswegen hängt das Ganze zusammen. So, was ist daran fraglich? Man sollte das Backend, was ja, wofür ja der Beta-Server da ist, sollte nur auf dem Beta-Server funktionieren und auf keinen Fall auf einem Live-Server. Denn dadurch sind alle Leute, die jetzt auf S31 spielen, inklusive mir, in einem extremen Nachteil allen anderen Leuten auf allen anderen Servern gegenüber, die jetzt diesen Bug benutzen und ja, ich das quasi jetzt nicht mehr davon profitieren kann und alle anderen Leute auf S31 genauso wenig. So, das ist aber eine Theorie bisher. Es wird vermutet, es ist noch nicht approved, dass das Backend jetzt auch auf S31 hier tatsächlich drauf ist. So, was aber jetzt wichtig ist, es könnte sein, dass wenn das Backend fertig ist, was jetzt momentan auf dem Beta-Server getestet wird, dass das Ganze auf allen anderen Servern auch später nicht mehr funktioniert, dieser Gold-Bug hier. Ja? Und wie gesagt, es gibt wahrscheinlich schon Leute da draußen, die das jahrelang schon diesen Goldgruben-Bug von dem profitieren. Wie gesagt, ich habe selbst jetzt vor einem Monat erst davon erfahren. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr könnt, normalerweise dauert bei mir die Goldgrube, bis die voll gelaufen ist, dauert das Ganze circa 3 Stunden. So. Durch diesen Goldbug kann ich jede 1,5 Stunden 34,8 Millionen Gold abholen. So, das ist, wie gesagt, doppelt so viel wie allen anderen Leuten gegenüber. Und am Gold-Event scheppert das halt noch mehr rein. So, ne? Also auf mein Level mit der Goldgrube macht sich das extrem bemerkbar. Ne? So, jetzt gehe ich nochmal genauer auf den Bug ein. Wie gesagt, jeder von euch kann den nutzen, noch so lange das Backend auf keinem weiteren Live-Server aufgespielt worden ist. Ich finde es eine Frechheit, muss ich sagen, dass das Ganze jetzt hier wahrscheinlich schon auf S31 drauf ist und alle Leute auf dem Server jetzt benachteiligt werden. Auf allen anderen Servern funktioniert es noch. Ne? Ich mache euch das Ganze nochmal, um nochmal auf den Bug genauer einzugehen, denn es ist ein bisschen komplizierter, das Ganze zu nutzen. Also das Ding ist, wie gesagt, ihr müsst warten, bis eure Goldgrube bis zur Hälfte vollgelaufen ist. Wenn ihr in der Zeit eine Unterweltaktion betätigt, ja, oder macht, dann zählt das Ganze nicht mehr. Ja? Das heißt, wenn ihr denn auf, jetzt in meinem Fall, 14 Millionen Gold seid und ihr habt bis dahin eine Unterweltaktion gemacht, sei es Seelen abholen, Zeitmaschine oder was weiß ich, den Wächter ausbauen oder einen Held anlocken in der Unterwelt und ihr das vor der Hälfte gemacht habt, dann zählt das Ganze nicht. Ja? Das ist wichtig nochmal zu erwähnen. Sobald ihr aber über die Hälfte seid, dann müsst ihr eine Unterweltaktion machen. Das heißt, einen Held anlocken oder den Wächter ausbauen oder Seelen abholen oder so. Ne? Das, wie gesagt, zählt alles. Wenn ihr das nach der Hälfte macht, bekommt ihr direkt die volle Goldgruben-Ladung. Ne? Also als ob es komplett vollgelaufen wäre. So. Das Ganze wurde ja jetzt bei mir veranschaulicht, weil ich die Zeitmaschine genutzt hatte. Und die Zeitmaschine hatte von 14 direkt sichtbar die Goldgrube auf 28 Millionen gefüllt. Sichtbar, hier zu sehen. Ne? Jetzt da, wo gerade die 22.979 steht, wurde das Ganze ja auf 28 Millionen von 28 Millionen gefüllt. Ja? Das passiert nur, wenn ihr die Zeitmaschine abholt. Dann wird das Ganze hier visuell von 28 auf 28 Millionen gezeigt. Wenn ihr eine andere Unterweltaktion macht, ne, Wächter ausbauen oder auch die Goblin oder Trolls, ne, oder hier Seelen abholt oder wie gesagt einen Held in die Unterwelt lockt, dann ist das Ganze nicht sichtbar. Ihr müsst aber auf euer Gold hier oben achten. Ja? Wenn ihr das Ganze nutzt, wird euch angezeigt, aha, jetzt bei mir wenn zum Beispiel 14 Millionen sind, die 14 Millionen, zack, wurden so abgeholt, dann stehen hier beim abgeholten Betrag die 14 Millionen, aber es werden euch trotzdem die 28 Millionen hier oben gut geschrieben. Darauf müsst ihr achten, nicht, dass ihr euch da wundert, warum der das hier nicht komplett auffüllt. So, ne? Komplett auffüllen tut er das nur über die Zeitmaschine, so optisch. Ne? Aber ihr könnt den Bug trotzdem nutzen, auch wenn ihr hier eine andere Aktion macht. Es wird dann halt nur nicht mehr optisch aufgefüllt. Trotzdem wird euch der Betrag noch gut geschrieben auf
euer Konto. So, es gibt, also ich höre persönlich sehr, sehr wenig über diesen Bug. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass viele davon gar nicht Bescheid wissen und vereinzelt Leute auf dem Server, auf denen ihr wahrscheinlich auch spielt, diesen Bug nutzen und ihr euch fragt, Mensch, wie kann der so viele Skillpunkte machen? Das liegt einfach daran, dass der 2 Goldgruben hat und ihr halt nur eine. So. Und er kann halt die ganze Zeit doppelt so viel Gold generieren, wie du das machst, der diesen Bug nicht nutzt. So, und jetzt ist nochmal mein Appell an Playa, bitteschön, ja, entweder passiert es in naher Zukunft, dass dieser Server S31, der anscheinend über dieselbe Hardware läuft wie der Beta-Server und auch der Speed-Server, ja, und auf allen 3 Servern wahrscheinlich das über das neue Backend schon läuft, ist es mein Appell, bitteschön, entweder entfernt ihr diesen Bug, was ihr als Feature verkauft, komplett, sodass niemand davon nutzen kann, oder ihr nehmt das aufgespielte Update, was auf S31 passiert ist, wodurch der ganze Server broken ist. Es ist ja nicht nur, dass dieses Goldgruben-Feature hier nicht mehr funktioniert, sondern halt auch viele andere Sachen nicht mehr richtig funktionieren. Wir können keine richtigen Fights mehr starten, die Post bleibt ewig lange hängen. Es werden überall Fehlermeldungen gezeigt, der Server läuft an sich viel, viel schlechter als vorher. So, und das ist alles seit dem letzten Update passiert und das deutet alles darauf hin, dass hier irgendwas aufgespielt worden ist, was auf anderen Live-Servern nicht aufgespielt worden ist. Und das finde ich, muss ich mal so sagen, ziemlich skandalös an der Stelle, dass hier irgendwie auf einem Live-Server etwas aufgespielt wird, was auf einem Beta-Server eigentlich getestet wird. Und warum gerade jetzt S31? Ich kann es mir nur so vorstellen, weil die halt über dieselbe Hardware laufen. So, ne? Kann aber nicht sein, dass das hier auf dem Server ist. Das ist eine riesen Benachteiligung für alle anderen Spieler hier auf S31 in Bezug auf die internationale Ehrenhalle, die sich hier versuchen irgendwie zu messen. Hier, ne, wo wir jetzt gerade stehen. Und allen anderen Leuten, die von diesem Bug auch in der Unterwelt nutzen können, außer wir jetzt momentan gerade. Entweder spielt ihr überall das neue Backend also auf alle Server, sodass jeder wieder die gleichen Voraussetzungen hat. Ansonsten ist das Ganze hier Wettbewerbsverzerrung. Das ist eine ziemlich harte Nummer und muss ich mal so sagen, finde ich nicht in Ordnung. Und das Ganze ist halt auch schon, wie gesagt, seit dem letzten Update bekannt. Es kommen massig Fehlermeldungen vom ganzen Server S31 rein und bisher wurden zwar ein paar Sachen wurden gefixt, ja, viele grobe Schlitzer wurden schon behoben, zum Beispiel auch, dass man die Goldgrube nicht mehr weiter ausbauen kann. Das ist alles nur auf S31 passiert, ja, ne, was dafür spricht, dass irgendwas auf diesem Server nicht funktionieren kann, so wie es sein sollte, ja, und deswegen bitte ich euch, macht es fair für alle, ja, oder nimmt, macht es so, dass dieser Bug nicht mehr existiert, der schon seit Jahren schon existent ist, aber damals konnten ihn ja alle nutzen, so zumindest die davon wissen. Oder ihr nehmt das Backend wieder auf dem Server zurück und wir können auch wieder ganz normal die Goldgrube. Was heißt normal? So, normal heißt eigentlich, dass man das Gold abholt, wie es vorhergesehen ist. So, ne? Bisher wurden die Spieler davon belohnt, die von diesem Bug wissen. So, und dieser Bug besteht seit Anbeginn der Unterwelt. So, ne? Wie gesagt, ich habe früher mal davon am Rande irgendwo mal gehört, dass es den geben soll. Ne? Jetzt hatte ich mich erst ein bisschen genauer damit befasst und seit einem Monat habe ich davon profitiert. So, ne? Man sieht es anhand meiner Goblins und der Trolle. Ich hatte hier immer einmal die verbessert oder die hier verbessert. Ne? Und weil das für mich dann halt eine Unterweltaktion ist, die ich dann halt damit triggere, so. Ich hätte auch hier die Helden immer anlocken können, immer einmal bis das Ding zur Hälfte vollgelaufen ist, habe ich aber nie gemacht, weil mir das immer zu doof war. Ich hatte einmal immer auf das Plus gedrückt, wenn die Goldgrube bis zur Hälfte vollgelaufen ist und danach habe ich das abgeholt, so, ne, dann wurde mir das zwar nicht angezeigt, aber der Betrag wurde mir trotzdem gut geschrieben, ne. Und ihr könnt sehen, hier habe ich es einmal 146 Mal genutzt und hier habe ich es 144 Mal genutzt, ja, also roundabout so, sagen wir 300 Mal, habe ich das Ganze genutzt. Es gibt Leute, die haben das bestimmt 3.000, 30.000 Mal benutzt und haben enorm krasse Skillpunkte dadurch generiert. Und so höher man im Level ist und so weiter die Goldgrube ausgebaut ist, umso mehr Nutzen hat man davon. So, ne?
weil die Goldgrube nachher immer schneller vollläuft und umso höher man im Level ist, auch mehr Gold generiert. Ne? Das Ganze, ja, vorher hatte ich ja die Goblins und die Trolle nie wirklich ausgebaut gehabt, die waren auf 1 oder so, weil ich immer den Wächter gelevelt hatte, deswegen kommt das Ganze hier jetzt auch so hin. Alles klar, ich hoffe, ich konnte euch damit auf jeden Fall die Augen öffnen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Feature. Ja, ich kann das leider auf meinem Main nicht nutzen und ja, bin dadurch extrem benachteiligt, allen anderen Leuten auf allen anderen Servern gegenüber. Trotzdem funktioniert dieses Feature auf allen anderen Live-Servern außer S31 und ihr könnt euch jetzt damit so lange noch die Skillpunkte sichern, solange das Ganze noch nicht behoben worden ist oder auf euren Servern das Backend früher oder später vielleicht auch aufgespielt wird. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.